Ich habe Pro und Contra 8-Char-Methode verfolgt vom letzten FEC, aber es gab kein Fazit oder habe keins gefunden. Zu der Methode ist es noch zu empfehlen. Naja, Pro und Contra 8-Char. Es ist jedes Mal das Gleiche. Also im Endeffekt muss man beides mal gespielt haben, sonst wird man es nie wirklich nachvollziehen können, was die tatsächlichen Vorteile und wie auch das Spielgefühl ist. Von 8-Char versus 2-Chars. Im Endeffekt muss man beides mal wirklich gespielt haben, sonst kann man nie wirklich mitreden. Weil, ich meine, klar kann man sich schon vorstellen, wie es ist, 8 Chars, aber wenn du es nicht wirklich gemacht hast, also du musst zum Beispiel mal die Dekans Mine Quest, nur als Beispiel, musst du einfach mal mit 8 Chars gemacht haben, einfach um nachvollziehen zu können, wie ätzend das halt wirklich ist. Weil viele Leute starten halt mit 8 Chars und die verstehen schon, ja, ich bin halt ein bisschen langsamer und bla 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 bla. Aber es ist ja nicht nur das. Es ist ja auch wirklich, es ist manchmal einfach sehr anstrengend. Also der Weg nach oben, auch die Job-Changes, die Second Job-Change mit 8 Chars, das sind so die Punkte, wo die Leute einfach brechen. Weil es einfach ätzend ist. Habe ich aber auch nie behauptet, oder ich glaube, niemand hat das jemals behauptet, dass das nicht ätzend ist. Ich glaube, ich habe das selber auch immer gesagt, dass ich überhaupt keinen Bock drauf habe auf die 8 Job-Changes. Aber man muss es halt machen. Ich meine, es geht halt nicht anders. Ich finde einfach nur das Leveln, finde ich nicht schlimm. Vor allem nicht, wenn man einen schnellen Leveler hat. Weil du ja einfach nur die Chars hinten dranhängst und dann musst du die Party-Einstellung verändern. Von Schaden auf Level, von Level auf Schaden, pipapo. Du folgst deinem Main einmal und dann levelst du ein paar Stunden. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich aufwendig, finde ich. Also das ist der, sag ich mal, ein angenehmer Teil, wo man einfach nur stumpf grinden muss. Wie immer halt in Flive. Aber wie gesagt, die Wege, die Zwischenwege, das Quests annehmen, Dailies mit 8 Chars. Gut, heutzutage auch viel besser. Fake Destonox? Was ist Fake? Achso, WoW Fake. Flive ist doch kein WoW Fake, Sir. Also der allgemeine Spielfluss, wenn der mal unterbrochen wird von der 8-Char-Taktik, wie zum Beispiel Job-Change und so weiter, das geht halt wirklich an die Substanz. Und das Schlimme ist halt vor allem dann, wenn du halt auf dem FEC bist und da die Leute dann halt einfach an dir vorbeileveln. Also du kommst auf Level 60 mit den ganzen Leechern an und der andere Typ macht in der Zeit, wo du Job-Change machst, 3 Level-Ups. Ja, weil du halt einfach, du wirst halt wahrscheinlich eine Stunde oder so brauchen für die Job-Changes, wenn nicht sogar länger, wenn nicht noch irgendwie Lags und sonst was dazwischen kommen, was es noch, naja, rauszögert sozusagen. Und die meisten Leute packen das halt nicht. Also ich habe in der Vergangenheit das schon so oft gelesen, also ich glaube, ich habe es öfter gelesen, als dass es Leute wirklich durchgezogen haben, dass sie ihre Chars stehen lassen irgendwann. Also du kannst so oft und so viel du willst über Pro und Contra reden. Ich meine, der offensichtliche Pro-Punkt von 8 Chars ist der Langzeiteffekt. 8-fache Battle Pass-Belohnungen, 8-fache Dailies mit dem gleichen Zeitaufwand. Das sind die Langzeiteffekte. 8-fache Quest-Belohnungen, vor allem im High-Level, extrem krass. Und wo es halt schlecht ist, oder was heißt schlecht, das ist in meinem Auge des Betrachters, ist halt beim Serverstart, weil du eben, wie gerade schon gesagt, durch diese Job-Changes und alles, was dazugehört, halt einfach immer langsamer sein wirst, als alle, die nur 2 Chars spielen. Also das sind die offensichtlichen Pro- und Contra-Punkte, die größten. Aber wie gesagt, das Spielgefühl und tatsächlich diese mentale Barriere, dann halt auf Level 60 anzukommen mit den Leechern und dann macht man nicht zweimal Job-Change oder einmal, sondern halt 8-mal und so. Viele Leute zerbrechen daran. Die sagen dann, boah, wie ätzend ist das denn? Kein Bock drauf, ich level jetzt einfach weiter. Also das passiert schon sehr oft. Aber das kannst du halt, wie willst du das wissen, wenn du es nie ausprobiert hast? Also ohne jemals 8 Chars gespielt zu haben, jemand 2 Chars hat ja jeder schon mal gespielt wahrscheinlich, kannst du es ja gar nicht beurteilen eigentlich. Ob dich das jetzt wirklich so sehr stört oder nicht. Und außerdem habe ich ja auch schon oft gesagt, meine Empfehlung für Leute, die sich unsicher sind,
spiel einfach mit 2 Chars den Serverstart. Probier das Maximale rauszuholen, auch als Free-to-Play. Vielleicht hast du Glück und du droppst irgendwas Nices, eine Comet Suit, ein Flaming Bow, Wedge Suit, solche Sachen. Man kann ja wirklich bei den normalen Monstern richtig krasses Zeug kriegen, wenn man Glück hat. Oh, was auch richtig viel wert sein kann. Vor allem am ersten Tag. Ich meine, vor allem am ersten Tag. Ab dem zweiten Tag sind die meisten Sachen dann schon fast wieder wertlos. Aber da einfach sein Glück probieren. Und die 8 Chars kann man ja später auch noch nachholen, weil du musst es ja so sehen. Du musst diese Anfangszeit ja vor allem nutzen, oder das sagen ja alle, und das ist ja auch so. Da kann man halt echt viel Geld machen, auch mit in Anführungszeichen eigentlich schlechten Items, also cleane Set-Teile, Historic-Waffen, Guardian-Waffen, also Zeug, was langfristig komplett irrelevant ist. Das ist für die ersten paar Wochen ultra wichtig, ultra krass. Danke für den Follow, Destonox. Das ist super wichtig, super krass. Und am Ende aber, wo dann die Hyperinflation beginnt, ja, das ist dann der Punkt, wo du eigentlich sagen kannst, naja, jetzt komme ich mit 2 Chars eigentlich auch nicht mehr wirklich weiter. Ich habe mein Equipment erspielt. Um jetzt noch irgendwas reißen zu können, müsste ich den ganzen Tag Anku farmen oder so. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Whatever. Da kannst du ja dann die 8 Chars immer noch starten. Da kannst du dich dann vielleicht auch mit einem High-Level-M immer buffen. Geht dann auch viel schneller. Und das machen dann auch viele Leute. Und dann kann man die Chars halt zumindest noch auf Level 130 plus bringen. Ich meine, ein wichtiges Level-Up wäre, ein wichtiges Levelziel für die 8-Char-Taktik auf dem FEC wäre Level 152, dass du zumindest die Tower-Dailies freischaltest, die letzten. Weil da kriegst du dann arsch viel XP und Penya jeden Tag. Und dann kannst du die auf Bürodinge einfach weitermachen. Musst ja nicht mal zwingend dann leveln. Und dann hast du dich ja für dieses langfristige schon qualifiziert sozusagen. Ich meine, klar, am Ende vom FEC noch auf 152 zu grinden ist auch Hardcore, keine Frage, das wirst du wahrscheinlich eher nicht schaffen. Aber so nah wie möglich du noch rankommst, reicht ja. Also für die Leute, die unsicher sind, ist das wahrscheinlich der bessere Weg, sozusagen. Was man mit den 8 Chars am Ende machen will. Auf dem FEC oder auf den Main-Servern? Naja, die Quest-Belohnungen abholen, Level-Reach-Belohnungen, Battle Pass farmen jeden Monat, Dailies farmen. Das ist das, was du mit den 8 Chars machst. Also was genau du mit den 8 Chars machst, das solltest du natürlich vorher überlegen. Ich meine, wenn du gar nicht weißt, wofür du 8 Chars überhaupt brauchst, dann tendiere ich schon mal stark in die Richtung, dann ist das wahrscheinlich auch nichts für dich. Wenn du gar nicht weißt, was du damit machen kannst oder willst. Das hört sich dann eher so an, als wäre es eher nichts für dich. Beziehungsweise, als wäre es dann besser, du startest wirklich mit 2 Chars. Und wenn du noch Zeit und Lust hast während dem FEC, kannst du die 8 Chars ja später immer noch starten. Aber deswegen sage ich, also ich meine, irgendwann muss man es einfach mal ausprobieren. Sonst kannst du nie wirklich mitreden. Bin ich der Meinung. Weil, also vor allem am Anfang, viele von den Sachen wurden nämlich auch gefixt. Also ganz am Anfang bei der 8-Char-Taktik, da war es wirklich schlimm. Weil, also ganz am Anfang, da musste ich mich jeden Tag 8-mal einloggen. Also bevor es die Saved Sessions gab zum Beispiel. Und ich wette, es gibt noch immer ein paar Leute da draußen, die denken, dass das immer noch so ist. Also wegen Saved Sessions und so schreiben die Leute immer noch Kommentare heutzutage, 4 Jahre später. Zum Teil. Und fragen noch und so. Also ich wette, es gibt immer noch eine Menge Leute da draußen, die denken, ich logge mich jeden Tag 8-mal ein. Und zugegebenermaßen sich jeden Tag 8-mal einzuloggen mit ID, E-Mail, Passwort, whatever. Und Two-Factor-Authentification. Ich habe auch noch die Two-Factor-Authentification. Ja, da bin ich irgendwann bin ich wirklich fast ausgerastet. Einfach nur online gehen hat wirklich 5 Minuten gedauert und war absolute Hölle auf Erden. Aber das ist ja gar nicht mehr so. Jetzt öffne ich einfach 8-mal den Browser und bin online. Das dauert 20 Sekunden. Ich habe ein Video gemacht, wo ich es gezeigt habe. Es waren, glaube ich, nicht mal 20 Sekunden. Ich glaube, pro Charakter dauert es 3 Sekunden, bis er online ist. Also, und lauter solche Sachen. Also, es hat sich schon sehr viel verbessert in dem Bereich. Und, also wie es genau ist, musst du wirklich selber mal erlebt haben, weil sonst weißt du es halt einfach gar nicht. Und manche Leute, also frühere Kritikpunkte, wo die Leute gesagt haben, ach, das ist mir zu aufwendig, da habe ich keine Lust drauf, pipapo. Viele Sachen sind schon lange gar nicht mehr so. Also wie zum Beispiel einfach nur das Online-Gehen
was ist daran schwierig? Du musst dich ein einziges Mal registrieren, anmelden und dann bist du für immer eingeloggt, solange du deine Browserdaten nicht löscht. Muss ich nie wieder einloggen mit E-Mail und Passwort oder was weiß ich was. Und das war früher einer der größten Kritikpunkte zum Beispiel. Ich überlege gerade, was noch so Kritikpunkte früher waren, also die jetzt gefixt wurden in der Zeit. Ist aber, wie gesagt, eigentlich auch egal. Weil jeder hat ja so seine eigenen Probleme oder Sachen, die ihn nerven, die er nervig findet und so. Und deswegen muss man es eigentlich einmal wirklich gemacht haben. Aber zum Serverstart, die Quintessenz ist einfach, 2 Chars sind schneller. 2 Chars sind schneller. 8 Chars sind langsamer. Und mit 8 Chars profitierst du halt nicht so stark vom Serverstart, logischerweise. Eben weil du langsamer bist. Und die Leute leveln dir halt vor der Nase weg, kann man sagen. Das sollte man halt immer im Auge behalten. Also das ist immer das Wichtigste. Das ist halt immer das, was immer so ist. Auch wenn du Cash mit 8 Chars, werden die Leute wegleveln. Weil du halt mit 8 Chars logischerweise nicht genauso schnell leveln kannst wie mit 2 Chars. Krauschi hat es getestet, 18 Sekunden für 10 Chars. Das ist crazy. Und wie gesagt, das war früher einer der großen Kritikpunkte und ja, auch mich hat das extrem abgefuckt, aber das ist schon lange kein Thema mehr. Schon seit 3 Jahren nicht mehr oder so. Das war wirklich ganz am Anfang war das so, aber schon ewig nicht mehr. Aber es gibt bestimmt noch Leute, die seit 3 Jahren nicht mehr gespielt haben. Es gibt bestimmt noch Leute, die das nicht wissen und andere Sachen bestimmt auch. Ich meine, manche Sachen sind schon so lange gang und gäbe, da weiß ich gar nicht mehr, dass das vorher nicht mehr so war. Oder dass das mal nicht mehr so war.